Ja, mein Name ist Raul Krauthausen, ich komme aus Berlin, bin Gründer des Think Tanks Sozialhelden, den wir vor 16 Jahren gegründet haben. Die Idee war immer so ein bisschen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich soziales Handeln wieder modern machen. Und eines unserer bekanntesten Projekte ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, wo wir praktisch genau dem Rechnung tragen, dass wir sagen, wir gehen auf Smartphones, wir wollen Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit geben, mit ihren Smartphones zum Beispiel ihre Nachbarschaften zu bewerten, wie zugänglich sie sind. Und das verbindet letztendlich das Thema Menschen mit Behinderungen mit dem Thema Modernität. Und das Ganze heißt dann auch nicht irgendwie barrierefreie Rollstuhlkarte oder so, sondern eben hat einen moderneren Namen bekommen wie Wheelmap. Und das Ganze wird betrieben von dem Verein Sozialhelden, der noch viele weitere Projekte macht und auch versucht mit diesem Ansatz des Disability Mainstreamings, also das Thema Behinderung in den Mainstream zu tragen, weitere Projekte ins Leben zu rufen. Was ich gerade sehr schwierig finde in dieser Corona-Zeit, ist zum Beispiel, dass offensichtlich gerade so die Stimmung in die Richtung kippt, dass man sagt, dass behinderte Menschen oder Menschen, die der vulnerablen Gruppe angehören, zum Risiko für die Wirtschaft gezählt werden. So nach dem Motto, damit die Fitten wieder arbeiten gehen können, müssen die Schwachen zu Hause bleiben. Und das finde ich sehr bedenklich. Ich finde es sehr bedenklich, wie wenig auch da von nicht behinderten Menschen im Sinne der Menschen mit Behinderung gekämpft wird. Ich finde es hochproblematisch, wie Prominente plötzlich in der FAZ völlig ungehemmt darüber schwadronieren können, wie man alte oder behinderte Menschen zu Hause lässt. Ich mache ja einmal die Woche diesen Newsletter über Inklusion und Innovation und lese einfach wirklich täglich von ganz schlimmen Situationen in Australien, England, USA und sogar Kanada, wo teilweise Alters- oder Behindertenheime verlassen werden vom Pflegepersonal und die Alten oder Behinderten zurückgelassen werden und da sich selbst überlassen bleiben und dann sterben. Ja. Und das einfach im 21. Jahrhundert. Ne? Also ein Großteil der Behinderungen, die Menschen mit Behinderung tagtäglich erleben, hat weniger damit zu tun, dass sie selber nicht laufen können oder selber nicht gut gucken können oder nicht gut sehen, hören können, sondern oft damit, dass die Umwelt einfach nicht barrierefrei gestaltet ist. Das heißt, ich werde daran gehindert, eine Regelschule zu besuchen, weil das Gebäude keinen Aufzug hat. Oder weil die Schulmaterialien nicht barrierefrei zur Verfügung stehen. Und das heißt, die Behinderung entsteht meistens erst durch das Zusammenspiel aus der eigenen Einschränkung und der nicht vorhandenen Barrierefreiheit der Umwelt. Wenn wir jetzt Videokonferenz machen und beide die gleiche Sprache sprechen und beide sprechen und hören können, dann ist die Kommunikation gegeben. Und es spielt keine Rolle, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Das heißt, meine Behinderung kommt gerade nicht zum Tragen. Wir wären erst behindert, wenn, sagen wir mal, ich gehörlos wäre und Zoom nicht in der Lage wäre, Untertitel anzubieten. Das Problem in Deutschland ist, dass die Deutschen glauben, dass sie unglaublich fortschrittlich sind, was Barrierefreiheit angeht, was Inklusion angeht. Sie fühlen sich unglaublich aufgeklärt. Aber in Wirklichkeit ist Deutschland innerhalb Europas, würde ich sagen, eher hinteres Mittelfeld. Es gibt Länder, die wesentlich weiter sind. Die Barrierefreiheit in Spanien ist überraschend besser, viel besser als die in Deutschland, was öffentliche Orte angeht. Großbritannien, nun jetzt nicht mehr Teil von Europa, aber oder von der EU. Aber auch da gibt es wesentlich mehr Barrierefreiheit in Pubs und Bars. Die skandinavischen Länder, was Bildung angeht, sowieso. Italien inklusive Beschulung weitaus weiter auch als Deutschland. Und in Deutschland argumentieren wir das oft noch auf so
Argumenten, die eigentlich in den 80er Jahren schon andere Länder durch hatten. Ja, also dass man die Privatwirtschaft überfordern würde oder dass die nicht behinderten Kinder langsamer lernen, sobald behinderte Kinder dabei sind. Das ist alles nicht bewiesen. Da gibt es gar keine Studien, die das belegen können. Man muss einfach diesen Schritt mal gehen. Und der wird wehtun. Der wird Menschen Einfluss wegnehmen, der wird Menschen Macht entziehen, der wird anderen Menschen Macht geben. Und da sind, glaube ich, die großen Kämpfe, die wir austragen. Es geht gar nicht so sehr darum, ob ein behindertes Kind das kann oder nicht kann. Es geht eigentlich nur darum, dass der Schulrektor keinen Bock auf Veränderung hat. Ich möchte, dass wir in 10 Jahren in Deutschland ein Gesetz haben, dass die Privatwirtschaft verpflichtet, barrierefrei zu sein. Und ich möchte daran mitgearbeitet haben, dass das soweit ist.